Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und das Wochenende ist fast vorbei, aber es ist wieder in der Zeit, dass wir gruselige Videos zusammenschauen. Ich habe uns was Schönes herausgesucht, 17 gruselige Videos, die uns so richtig erschrecken sollen. Ich bin ganz gespannt, ich hoffe ihr auch. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch gegruselt habt oder nicht. Wir werden jetzt checken, ist es fake, ist es real, bekommen wir Gänsehaut oder bekommen wir keine Gänsehaut. Das finden wir jetzt zusammen heraus. Machtet euch gemütlich, holt euch einen Snack und ich würde sagen, wir starten sofort rein und los geht's. So, meine Freunde, wir sind hier auf dem Kanal von Spooks. 17 gruselige Videos, die uns so richtig erschrecken sollen. Wir legen sofort los und ich bin gespannt. Los geht's. Hello everyone, my name is Spooks and today we'll take a look at 17 scary videos. Make sure to subscribe to my channel for more scary content. Alright, with that said, let's begin. And of course, Happy Halloween. Hatten wir gestern, ja. Nummer 17. This first post comes to us from the popular Ghost subreddit and is guaranteed to make you lose a few hours of sleep tonight. The uploader NewRaisin5425 says that he works in an old building in downtown Phoenix, Arizona. He says that one night he was working and all of a sudden, at the corner of his eye, he saw something he thought was extremely bizarre. However, at the time, he simply brushed it off, thinking it must have just been his eyes playing tricks on him or something. Okay. Nevertheless, he decided he wanted to record the hallway regardless, just in case. And as it turns out, it was most certainly a good idea to start filming. Take a look and see what happens. Did you see it? If you look at the image frame at this part of the video, you can see that it moves, after which a black, ghostly shadow emerges. Okay. The video ends with the uploader asking out loud, "Did you see it?" before what sounds like another voice quickly responding by saying no. Some people in the comments say that it simply looks like it could have been somebody vacuuming or cleaning, but others are not so convinced, thinking there definitely was some sort of ghostly entity in there. But what do you guys think? Be sure to let me know all your theories in the comment section down below. Ja gut, ich finde, wir haben jetzt nicht besonders viel gesehen, oder? Da war jetzt ein Schatten an der Wand, an dem Bild und da hat sich was bewegt und er hat sich auch erschrocken. Aber gut, da könnte ja jeder gestanden haben. Da könnte ein Mensch gewesen sein, der den Schatten geworfen hat, das dann reflektiert hat. Da ging ja ein Weg um die Ecke, ich glaube um beide Ecken sogar. Da könnte einfach einer gestanden haben, das können wir jetzt gar nicht beurteilen. Kann man ganz leicht faken. Mich hat er jetzt nicht so gekriegt mit dem Video, aber gut, es kommen ja noch ein paar. Und ja, bin auf eure Meinung gespannt. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Nummer 16. This next post comes to us from my very own Spooks subreddit and was submitted by a user known as fitcode8290. The video in question was filmed on a security camera inside a pub located near the uploader called The Anchor. He says it was a popular pub in Brown Hills, UK, before it eventually shut down. As for why the place closed, he didn't specify. Regardless, the security camera footage showcases some customers simply sitting down in the pub, enjoying a drink, when out of nowhere, something random and creepy happens. Watch this. All of a sudden, it almost seems like a poltergeist forcefully pushes a drink off of the table, much to the shock and awe of everyone inside, just trying to have a nice relaxing night. Sadly, not a whole lot is known about this video other than what I've already told you, but it's clear that there was definitely something going on here. Who knows?
Let's hope they weren't continuously tormented by more spirits since this incident. Das ist die Frage. Was hat das runtergestoßen? Ich hab's ja so eine Theorie, deswegen habe ich so genauer hingeschaut. Ich gehe noch mal kurz zurück. Wir machen es nicht oft, aber ich will noch mal zurückgehen und schauen es noch mal an. So, ich starte jetzt noch mal. When out of nowhere, something random and creepy happens. Watch this. Gleich kommt das, was ich meine. All of a sudden, it almost seems like a poltergeist forcefully pushes a drink off of the table. Much. Jetzt kommt das, was ich meine. Und zwar, das ist nicht runtergestoßen worden. Das kann man jetzt eindeutig sehen, so wie es mein Verständnis ist. Hier ist irgendwas anderes. Hier ist Wasser umgefallen. Wasser runtergekommen, weil hier ist ein Rohrbruch passiert. Eine Flasche, die vielleicht hier hängt, weil ich nicht richtig sehen kann, ist kaputt gegangen und hat das Ganze runtergespült. Das ist nicht umgekippt worden. Das habe ich direkt gesehen. Es läuft ja immer noch Flüssigkeit hier runter, ja. Wenn da einfach Flaschen gestanden hätten, wären die ja einfach runtergefallen. Aber warum läuft diese Flüssigkeit hier weiter runter? Das heißt, hier muss irgendwas aufgegangen sein, irgendwas geplatzt. Hier oben hängt vielleicht so eine Flasche an der Decke, der Stopfen ist abgegangen. Und hat hier ist alles auf einmal aus die Flasche rausgekommen, hat alles runtergespült, was oben drauf stand. So ist meine Erklärung einfach, weil es einfach zu eindeutig aussieht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung sagen dazu. The shock and awe Das of gucken wir erst nochmal an. Just trying to have a nice relaxing night. Sadly, not a whole lot is known about this video other than what I've already Irgendwas told ist hier you. passiert und es läuft immer noch hier Clear runter. that there was definitely something going on here. Who knows? Da ist nochmal. Ich schätze mal, die Flasche hier oben ist aufgegangen. Und hat das runtergegangen. Hier läuft's immer noch. Und so würde ich das Video jetzt mal als entlarvt in dem Sinne zeigen, dass nichts umgestoßen worden ist. Ein Wasserschwall, der wahrscheinlich aus der Flasche da drüber kam oder was auch immer, oder war doch ein Rohrbruch in der Wand oder so, hat er das runtergespült. Das ist nicht runtergestoßen worden, weil das Wasser auch weiter noch lief, obwohl die Sachen unten waren, ne? Gut, ich bin auf eure Meinung gespannt, ob ihr es genauso seht, und dann machen wir weiter mit der 15, würde ich sagen, ne? Ich glaube, so krass haben wir noch nicht analysiert, aber mir kam das direkt in den Sinn, und ja, dann machen wir weiter mit der 15. Over on TikTok, a woman known as Synestia posted a video to her account in which she's explaining that she's been experiencing something incredibly bizarre going on inside her house. The video then switches to security camera footage that was filmed inside Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, bin mir nicht sicher. At first, the footage seems to be innocent and boring, but things start to get quite weird in no time. Synestia's dog comes racing into frame, barking at something that we cannot see. Das haben wir schon mal gesehen. It's clear from the way her dog is behaving that there's something inside of the room that's bothering it. But what exactly is it? Take a good look here and you'll see. Der Schatten ist da, auf jeden Fall. Wenigstens ein bisschen sichtbar. Okay. A strange black shadow can be seen in the corner of the room. The dog continues to bark angrily for several seconds before it eventually gets too scared and runs away. What's eerie is that as soon as the dog runs out of the room, a chair can be seen moving immediately afterward. It's almost like whatever strange spirit was in this house was waiting for the dog to leave to move the chair. Sadly, to this day, this mystery has never been solved. But if I were in Synestia's shoes, I would be looking into moving out as soon as possible. This video just shows that dogs are almost always able to sense danger, even if we have a hard time sensing it ourselves. Ja, wie ich gesagt habe, das Video haben wir schon mal gesehen. Und ich kann mich genau an eure Kommentare erinnern dazu. Der Schwanz des Hundes wedelt, der freut sich, das ist ein Spielen, das ist kein ich habe Angst Blick des Hundes, und auch, wie gesagt, dass der Schwanz wedelt, der sich freut.
Da war zwar ein Schatten zu sehen, man weiß aber nicht, hat er sich eingefügt, hat er sich nicht eingefügt. Ich glaube, ich habe es damals nicht so kritisch gesehen, wie ich es jetzt kritisch sehe. Für mich sah das gar nicht so gruselig aus. Okay, man weiß nicht, ob es echt ist. Kann immer sein, dass es echt ist und dass es nicht echt ist, weil alles kann ja gefaked sein. Und aber hier habe ich jetzt doch ein schlechteres Gefühl, dass es echt ist im Moment. Und ich kann mich genau an die Kommentare erinnern. Der Hund, der freut sich, der Hund, der Schwanz wackelt. Ja, ich weiß es noch. Gut, dann würde ich sagen, mal weiter mit der 14. A post over on the Ghost subreddit submitted by user Thrash6 has been blowing up in the community for the past few weeks, and it's not hard to see why once you watch the footage. The video in question seems to have been filmed on some sort of surveillance camera, and was filmed inside of a business that conducts paranormal investigations. Okay. In the clip, we see a group of guys huddled around in a circle, trying to talk to a spirit that may be in the room with them. As I'm sure you can expect, it doesn't take long at all for these guys to make contact. Out of nowhere, a metal rod can be seen lifting upward right behind one of the guys. The uploader says that everyone in the room then proceeds to run upstairs to review the footage, and sure enough, the bar was definitely raised all by itself. As for how exactly, nobody knows for sure. It's quite a mysterious and freaky video. Was this entity upset that these guys were trying to communicate with it? If so, hopefully they learn their lesson and don't disturb this spirit again before it's too late. Das könnte natürlich sein, dass wir so eine Situation erwischt haben, wo wirklich der Geist keinen Bock hatte, Kontakt aufzunehmen und der hat dann mal ein bisschen gezeigt, dass er da ist und hat gesagt, verschwindet hier. Ja, das könnte natürlich sein. Natürlich kann auch ein Seil an der Stange befestigt worden sein und irgendjemand hat auf der anderen Seite dran gezogen. Aber so ein bisschen erschreckt sahen die Leute ja aus, ne? Also der am Stuhl saß, der Gegner war einigermaßen entspannt. Wenn ich so eine Eisenstange hinter mir hätte, die hochgeht und die wird runterfallen, würde ich, glaube ich, vom Stuhl springen. Aber hat er nicht getan, okay. Ist vielleicht auch einiges gewöhnt, weil er öfters sowas macht wahrscheinlich und deswegen ist er nicht vom Stuhl gefallen. Aber gut, ist möglich zu machen, Seil dran machen, einer zieht auf der anderen Seite, wo man nicht gesehen hat, ob da einer steht. Und dann haben die das inszeniert. Aber es gibt zwei Sachen. Entweder hat der Geist gesagt, ja, geht mal lieber nach Hause, sonst wird hier noch mehr passieren. Oder sie haben es eben gefaked und ein bisschen mehr Show gemacht. Okay, machen wir weiter mit der 13. A woman named Renee Salcedo posted video to her TikTok account on September 26, 2022, in which we watch home security camera footage that was filmed around 9 p.m. in the living room area. Renee writes that they thought they heard bell noises coming from their front door, signifying that there was somebody at the front door. Confused as to who could possibly be showing up at their house so late at night, Renee goes to investigate. Also wenn jetzt noch die Kreuze an der Wand hochgehen, hat er mich. Alle drehen sich gleichzeitig um. Did you move the bell? No. I heard the bells ring. Upon checking the front door, she found absolutely nobody there. Baffled, Renee then proceeded to check the camera's footage that it recorded when the bell sounded, and still, nobody was there, but the bell sounds can be heard. Renee says that it takes a good amount of force for the bells to make a sound that loud, which is why she's even more confused and concerned as to how something like this happened. Do you guys have any theories as to what happened here? Let's hope we can all help Renee out so she can go back to living in this house in peace. Wir haben das Video schon mal gesehen, oder gab es wieder andere Informationen damals? Da war es so, dass der Sprecher gesagt hat,
dass so Abwehrzauberdinger an der Tür hängen. Irgendwas, was Geister abhalten soll. Dass das noch eine Tür war. Ich habe das gar nicht gesehen. Vielleicht hat der Sprecher auch gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich will gesagt nicht nochmal zurückgehen. Auf jeden Fall ist die Aufnahme ziemlich seltsam, wie damals, sage ich auch jetzt. Jedenfalls ist da irgendwas betätigt worden und man hat nichts gesehen auf der Kamera, ne? Ist schon unheimlich und da wir jetzt nichts mehr von diesem Abwehrzauber in dem Sinne gehört haben, wird das wahrscheinlich auch vielleicht beim letzten Mal dazu gedichtet worden sein oder jetzt einfach weggelassen. Ist eine seltsame Aufnahme. Könnte alles Mögliche gewesen sein. Vielleicht ist irgendwas nicht reingekommen, vielleicht wollte irgendwas rein und hat es nicht geschafft. Zum Glück haben die Tür nicht aufgemacht, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit der 12. A YouTube channel known as Lost Places and Legends posted a video to their account on August 26th, 2024, in which they ventured out into the Alabama woods in the middle of the night to do some exploring. The channel owner is particularly exploring the heart of Bigfoot Bend, a remote area located in North Alabama that is notorious for its Bigfoot sightings and otherwise eerie occurrences. For a good long while in the video, the uploader seemingly doesn't get any luck in finding any signs of Bigfoot or any other entities, but that all changes when he starts to hear some genuinely terrifying noises. Watch and listen. Whoa, stop. What was that? What was that? Dude, that sounded like a growl. That was a growl. And it was decent close. Yeah, that was it. Dude, that is a growl. It is a growl. Fall back up this way. Ich würde auch zurückgehen. As you just heard, the uploader's otherwise peaceful investigation eventually gets interrupted by some seriously mean and vicious sounding growls that seem to be coming from deep into the forest. Sadly, nothing else of huge interest happens afterward, but the video definitely makes you wonder, did these guys actually come close to encountering Bigfoot that night? We will likely never know for sure. Also wenn die Geräusche echt waren, Chapeau, ich wäre sofort weggerannt. Vielleicht ist es auch gut, wenn man nicht wegrennt, aber die Frage ist, ist es echt oder nicht? Ich kann es nicht beurteilen. Kann auch natürlich vom Handy gekommen sein, aber wirklich extrem gruselige Geräusche. So auch, wie man sich die Geräusche vorstellt von so einem Bigfoot. Aber mir kamen ganz andere Gedanken, wo ich sage, oh mein Gott, nächstes Wochenende musst du ja mal ein Abonnenten-Special drehen. Kann ich mir vorstellen, da allein über den Weg zu gehen? Oh, das wird noch eine heiße Kiste. Am liebsten würde ich jemanden mitnehmen, aber ich habe ja versprochen, ich gehe alleine. Okay, wir gucken mal, wie das Ganze vonstatten geht. Ich muss ja nicht 1 Kilometer reingehen, reicht ja 100 Meter, oder? Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der 11. Now we'll be taking a look at yet another video that was submitted to my very own Sir Spook subreddit, with this video being posted by a user known as Schnookums92. The uploader writes that the place he's wandering around in Newport, Kentucky, used to be a thriftway grocery store up until 2002 or so, and sat vacant for about 10 years. Then it eventually became a hardware store, before eventually shutting down and becoming vacant once again. The uploader says that as many times as he's walked past the place, he has seen this happen. Watch this. Okay, Tell me, why this back room here? This used to be the thriftway back in the 90s, but check this shit out. I've walked past here multiple times. Why is the lights inside here flickering? Especially this one. It's weird as. Even that back light back there is flickering, and they're flickering in different intervals.
As you just saw, a whole bunch of lights can be seen flickering inside of this creepy abandoned building for seemingly no reason at all. Is it possible that there's some kind of a ghost inside that likes to switch the lights on and off? If so, why? Perhaps there isn't a logical reason. We likely won't ever get any answers for this video, and it'll probably remain a mystery. Klar ist das gruselig, wenn man sowas sieht, aber ich glaube da eher so an so einen Defekt. Die Lampe ist angelassen worden, vielleicht ist eine Zeitschaltuhr drin oder die defekt ist oder der Schalter ist defekt, dass immer an und ausgeht. Ich glaube es nicht, dass ein Geist da ganze Zeit sitzt. Die ganze Nacht sitzt der Geist da und drückt dir auf das Ding. Das glaube ich nicht. Oder warum sollte der das machen? Warum sollte der Geist da die ganze Zeit draufdrücken? Ich glaube da eher an Defekt. Da hat er mich jetzt nicht mit dem Geist gekriegt. Ist schade, auch die Verschwendung des Stromes hier an ist. Aber wenn der Baumarkt ausgezogen ist, ich glaube, dass da ein Defekt irgendwie vorliegt am Schalter, an der Birne vielleicht. Die geht an und aus. Ich weiß nicht. Ich hatte auch schon mal gehabt, ich habe so LED-Birnchen gekauft für meine Lampe in der Küche. Und wenn die defekt werden am Schluss, dann flackern die immer. Gehen immer an und aus. Dann geht, okay, der dauert dann länger, nicht so ein gleichmäßiger Intervall. Aber ich glaube, dass da irgendwas hintersteckt, was Technisches. Nichts Paranormales. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt's dann bitte in die Kommentare. Aber da hat er mich nicht so gekriegt. Und ja. Dann wollte ich euch noch erzählen, ich hab ja beim Halloween-Special, habe ich mich ja am Schluss erschrocken. Ich habe so extra drin gelassen, weil ich mich so erschrocken habe am Schluss. Und das war irgendwie so lustig, dann habe ich es auch im Video drin gelassen. Passt irgendwie zum Video, sind ja alles Horrorvideos. Und ich wollte euch noch nicht im Reinen lassen, ich wollte mal erzählen, was ist passiert. Ich war fertig, wollte gerade das Outro sprechen vom Video. Und plötzlich wirft mein Kater ein volles Spielzeug, das war so ein Haus mit so Figürchen, vom Tisch auf dem Boden. Und ich habe mich natürlich, man spricht dieses Outro und plötzlich hört man diesen Krach und ich habe gedacht, was ist das denn? Ich habe da hingeguckt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal eben gucken. Ich wollte euch nur nicht im Unklaren lassen und wollte euch mal erzählen, was mir da am Schluss passiert ist. Auf jeden Fall habe ich mich da erschrocken, weil mein Kater was runtergeschmissen hat. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit der 10 und weiter geht's. Imagine you're just out for a walk in the city, in the middle of the night, when you spot something up on a bridge that freaks you out so much that you just have to pull out your phone and start videotaping it, just in case. Okay. That's apparently the exact situation TikTok user Soy Nathanael, 33, found himself in late one night. Just out for a walk, the uploader decided to pull out his phone and record something that he saw on this bridge. Take a look. Okay. Was ist das denn? By all accounts, the entity on the bridge looks Also eerily irgendwas steht similar da to auf that jeden of the Fall. Mothman. By comparing the creepy figure seen in this kann sein, das sieht wirklich so ähnlich aus, ne? drawings of the Mothman, Als wenn so Flügel it's da super wären, ja? eerie just how similar they look. Unfortunately, there isn't any huge backstory behind this video, so we don't really know a whole lot about it or what was going on, but it's still a hugely interesting video that will surely make cryptid experts scratch their heads and wonder if this is indeed real. Das sah ja exakt wie diese Kreatur aus. Entweder haben wir die Kreatur wirklich gesehen oder irgendeiner hat sich wirklich einen Spaß erlaubt und hat sich dieses Kostüm angezogen und hat sich da hingestellt. Ich glaube eher, dass da ein Kostüm hinter war. Also das glaube ich jetzt nicht, dass da Besen da stand, oder? Nee, ich glaube eher nicht. Da wird sich einer einen Scherz erlaubt haben und hat sich schön dahingestellt, die Leute zu erschrecken. Ich habe bei mir auch in der Nähe so ein schönes Haus. Ich fahre meine Tochter morgens weg und gucke im Dunkeln da hoch, sehe ich im Fenster die Nonne. Ja, dann der ganze Fenster beklebt, da guckt der Kopf da raus und ich so,
Ne, da hat sich einer den Spaß erlaubt von dem Film, dann dieses Gesicht in dieses Fenster zu machen. War kurz vor Halloween und da habe ich mich schon im Dunkeln morgens schon gedacht, oh, wer ist das denn? Ne? Muss ich auch zweimal hingucken, würde ich sagen. Okay, wir machen weiter mit der neuen. This little-known video on YouTube that was posted back in April of 2020 by a man named Rob Wakefield is one of the most eerie videos that you'll watch all day and will possibly make you afraid to go near a lake for a while. In the video, we watch Rob filming his dog outside near a misty lake in the middle of a bright spring day. At first, the video actually kind of seems calming and peaceful. Who wouldn't want to relax near a lake with their beloved pet? However, as I'm sure you can expect, the video takes a seriously strange turn within a matter of seconds. Take a look at the dog and the lake and see if you notice anything unusual. Did you see it? A strange ghost-like figure can be seen hovering above the water for a few seconds, perhaps scaring the dog away before the video then abruptly ends, leaving us all to wonder what we just saw. It's strange how this video only has a little over 200 views because it's a legitimately creepy video that seems to prove that even going on a relaxing lake trip with your dog can spell danger. Boah, sehr seltsame Aufnahme, oder? Man könnte wirklich etwas gefilmt haben. Warum nicht? Im Nebel, im Wald. Passt zur Stimmung irgendwie. Morgens. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, ich gehe mal kurz zurück. Da. Das meine ich jetzt hier. Das sieht mir irgendwie so ein bisschen künstlich aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt der richtigen Meinung bin. Aber sieht das nicht so ein bisschen eingefügt aus? Naja. Ihr könnt es nicht genau sagen. Ich finde es natürlich gruselig, wenn ich sowas sehen würde, dann wäre ich natürlich erschrocken. Aber vielleicht ist das auch genau der richtige Ort, wo man sowas finden könnte, oder? Aber für mich hat es den Einschein, das sieht mir zu künstlich aus hier. Ich weiß auch nicht. Es überzeugt mich auch nicht so hundertprozentig, würde ich sagen. Okay, wir machen weiter. Nummer 8. This next clip comes to us from the popular UFO subreddit and was posted by a user known as Norfal93, who says that he found the footage in question somewhere on Facebook. The video, called Cube Inside a Transparent Sphere, was filmed over Tunner, a village in Neath, Wales in the UK, and was filmed on November 28, 2023. Take a look at the incredible footage. Okay, das sieht wirklich seltsam aus. By stabilizing the video, we can get an even clearer look at the shape in the sky, which is nothing short of fascinating to say the least. A lot of people in the comments of this video are comparing the footage to a similar incident from a pilot named Ryan Graves, a now famous UFO witness himself, who recounted an incident he was told by a fellow pilot with a flying object near the coast of West Virginia in 2014. He said that while he was flying a fighter jet, he saw a strange aircraft that looked like a dark gray or black cube inside a sphere. So what do you guys think? Is it possible that the two encounters are totally different, or do you guys think that they might be connected? Let me know in the comments. Ich bin gerade überlegen, wenn ich mit meiner Kamera, ich habe eine Kamera mit 50 mal Zoom, einen Stern anvisiere am Himmel und da ranzoome, ob der nicht auch so verschwimmt, dass du so eine Kugel hast. Der Mond wäre natürlich da, oder du wenn du einen Stern anvisierst irgendwie und zoomst den ran, ob der nicht genauso aussieht. Ne? Mich hat nicht so ganz gecached, dass das ein fliegendes Objekt sein soll. Ich habe eher den Eindruck, weil ich habe das auch schon mal gemacht, habe den Mond rangezoomt und so. Wenn man mit so einer Kamera oder mit seinem Handy das Ganze ranzoomt, so ein Stern, der hell ist am Himmel,
vielleicht ranzoomt, dass das dann so aussieht wie so eine Kugel oder sowas, ne? Oder der Mond ist mit dem Handy so ein Mond, da müsste ich mal ausprobieren. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt und was ich jetzt sagen würde, das sieht so aus, weil ich sowas schon mal gesehen habe, wenn ich sowas versucht habe mit der Kamera. Deswegen sah mir das zu ähnlich aus. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt und ich würde sagen, wir machen weiter. Nummer 7. Imagine you're upstairs in your room sleeping like usual when all of a sudden you hear an extremely strange and sudden knocking noise. But it's not coming from your bedroom door, but rather your garage. That's the exact situation that this Reddit user named Lone Butterfly found himself in. Okay. He posted a video to the Paranormal Encounters subreddit, which showcases security camera footage that was filmed inside of his garage at 3 in the morning. The clip is only 5 seconds long and wastes no time at all getting right to the point. Seltsam, ne? As you just heard, it definitely sounds like there was something knocking on the uploader's car. But what was it? A ghost? Something else entirely? The uploader says that the incident happened about a year ago. At first, he says he thought the strange ghostly shape you can see in the video was just some fog or smoke, but he quickly dismissed the theory after not smelling anything unusual in the garage. He also states that the weather was not cold enough for anything like this to happen. So what could possibly have happened here? Let's just hope that this uploader won't have to worry about his sleep getting interrupted by this knocking ghost again. Das war schon seltsam, ne? Ich hatte habe aber auch die Theorie, dass vielleicht eine Person da war, die einfach durch diese schlechte Bildqualität, die am Rand so ein bisschen verkrisselte, nicht richtig aufgenommen worden ist und deswegen das so schemenhaft erschienen ist, weil es hat doch irgendwas gegen das Auto geklopft. Es kann natürlich was anderes gewesen sein oder ein Geist. Wir können es nicht genau sagen. Ich kann auch jetzt nicht genau sagen, ob es gefaked ist oder nicht. Es kann höchstens sein, dass ein Mensch war, der einfach nicht richtig dargestellt worden ist. Oder es ist ein Geist gewesen. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder irgendwas anderes. Vielleicht irgendeine andere Kreatur, wer weiß nicht. Man sollte sich vielleicht nicht nachts alleine in Tiefgaragen aufhalten. Es könnte gefährlich werden. Okay, Spaß beiseite. Wir machen jetzt die 6 und weiter geht's. Oh, das sieht lustig aus. It's no secret that a lot of people in the world are absolutely terrified of clowns and dolls. Irgendwie ist er But what unheimlich, happens oder? when you combine those two together and you get a So clown Stummfilme doll? finde ich voll unheimlich. Unsurprisingly, the Gerade result mit so is Clowns. terrifying. This video was posted to TikTok by a woman named Brianna, who says that she recently moved next door to a cemetery which, perhaps as you can expect, was a big mistake. The footage shows Brianna and a friend of hers watching The Exorcist. It's an undoubtedly scary movie, but what happened to them in real was arguably even scarier. Watch this. It's not even scary. It is scary. No. Schön der Exorzist am gucken. Out of nowhere, the clown doll that can be seen hanging on their wall moves all on its own, which frightens Brianna to the point where she screams out loud before the video abruptly ends. Was there some sort of a spirit possessing this creepy doll? If so, what did it want? Are its intentions sinister? Just to be on the safe side, if I were Brianna, I would get rid of that doll immediately. Schade, wie gerne hätte ich jetzt gesagt, ja, da ist was Gruseliges passiert. Die haben einen Exorzisten geguckt, die Puppe im Hintergrund hat sich bewegt und alle haben geschrien wie am Spieß und der Geist ist aus dem Fernseher rausgekommen und man darf niemals den Exorzisten gucken, weil dann kommt er auch zu dir. Nein, ich hab's irgendwie gesehen.
Mal gucken, ob ich es auch gesehen habe. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich gehe, das ist nicht so oft, aber ja, heute habe ich irgendwie öfter schon mal das Bedürfnis, nochmal zurückzugehen. Okay, wir gucken nochmal hier. So, das ist eine gute, entspannte Szene. Ich sage jetzt, was los ist. Sie gucken den Exorzist. Die Frau hat die Decke davor. Der Mann sagt immer die ganze Zeit, nein, das ist aber nicht gruselig. Das ist nicht mal gruselig, steht da. Gut, und er möchte seine kleine, liebe Frau erschrecken und hat da ein Seil an der Puppe gemacht. Man sieht es nämlich hier. Da. Seht ihr, hier hängt was runter. Ich kann das Video gleich auch nochmal starten. Und dann könnt ihr genau sehen, okay, könnt meinen Finger gar nicht sehen. Ne? Hier sieht man aber ein bisschen das Seil. Ich schätze, er hat ein Seil dran gemacht, einen unsichtbaren Faden, so wie ich ihn auch verwende, wenn ich Videos drehe. Und dann hat er einfach schön mal da dran gezogen. Und dann ist die Puppe eben von der Schaukel runtergerutscht. Ich drück's mal eben kurz an und dann achte mal genau hier auf den Punkt, wo ich gesagt habe. Und ja, dann schauen wir nochmal. Also für mich sah es eindeutig so aus. Und er hat nochmal dran gezogen und dann, oh, also das ist meine Erklärung. Jetzt kann man es noch besser sehen. Hier hängt ja was, hier. Ah, hier, jetzt ist schon fast verschwunden, weil er dran gezogen hat. Das liegt am Lichtwinkel, weil wenn man dran zieht, dann ist er nicht mehr in der gleichen Position, wo er vorher den Schatten geworfen hat. Aber hier, ne, er zieht dran, ich mach's weiter. All on its own, which frightens Brianna to the point where she screams out loud before the video abruptly ends. Zack. Was there some sort of a spirit possessing this Habt ihr es wieder creepy gesehen doll? unten? If so, what did it want? Are its intentions sinister? Just to be on the safe side, if I were Brianna, I would get rid of that doll immediately. Vielleicht sehe ich das auch alles ein bisschen falsch und das stimmt nicht und ich habe dir eine richtig falsche Erklärung geschrieben, aber ich habe euch dafür, ihr werdet mir das schon sagen, wenn ich das nicht richtig erklärt habe. Oder wenn ich es richtig erklärt habe, werdet ihr mir auch sagen und zustimmen und wenn ich irgendwas nicht bemerkt habe, sagt einfach Bescheid und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns die 5 an und weiter geht's. Over on TikTok, a man named Trent Williams posted a video in which he says that he doesn't usually believe in any sort of paranormal stuff, but one particular incident is making him question himself. He says that he was at Skinny Atlas Lake in upstate New York, staying at an Airbnb. Trent says that at the Airbnb, the owner said they've gotten lots of people saying that they hear piano playing at night. Upon hearing this, Trent thought the owner was simply making it up, but says that now he has indeed heard it. He also said that the daughter of the guy who owns the place passed away as a result of a car 100.000 Abonnenten-Special, da wollen wir ja, you guessed it, das on dauert the aber piano. lange. Da fahren wir in Amerika in so ein Hochhaus, hatte ich ja versprochen. Also, and I don't Abo-Button. blame him. In a second video posted by Trent's TikTok, we actually get to see this piano in action. As Trent makes his way to the piano to start filming it, this happens. It's this piano, I swear to God it is. No, dude, you got me up. If I die, I swear. I will. Oh, God. Oh, shit! Out of nowhere, one of the keys is pressed down, which immediately startles both Trent and his friend, who yell out in surprise. Could this be the ghost of the girl who passed away from the car accident? If so, is this her way of trying to learn piano from the afterlife? We may never know. Also mit der Taste war auf jeden Fall gruselig. Es gibt natürlich auch elektrische Klaviere, das habe ich schon in Filmen gesehen, da bewegen sich die Tasten mit, ne? Also wenn das Klavier spielt, dann gehen die Tasten auch automatisch runter, das habe ich schon mal gesehen, das gibt's wirklich. Aber gut, das ist nur eine Taste gedrückt worden. Ist schon gruselig, dass die eine Taste runter ist. Ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie faken könnte. Oder es war doch ein elektrisches und keine Ahnung. Ist auf jeden Fall gruselig. Okay, das war bekannt dafür, dass da öfters mal das Klavier spielen soll. Ich wäre natürlich auch weggelaufen. Natürlich. Keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, sagt mir Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die 4.
Over on Reddit, a user known as Truth is Fiction YT posted a video to the Bigfoot subreddit, which showcases footage filmed by a man named Steve Piper who filmed the video way back in 2000 in the Brindabella mountain range of Australia. The video supposedly depicts a yowie, the Australian equivalent of Bigfoot. The grainy, shaky handheld camera video feels like something ripped straight out of an old-school horror film, but as we know, it isn't a horror film. It's very much real life. Watch this. Oh, sehr schlechte Qualität. Although the entity may be quite difficult to see, if you squint your eyes just enough and pay close attention to the trees, you can see some sort of strange creature walking around, making its way through the dense forest. Interestingly, the figure also seems to have a limp. Is it possible that the creature was hurt by something, or did it always have this limp? Also, by looking up pictures of yowie and witnesses' depictions of them, and comparing them to the entity shown in the video, they do look remarkably similar. What's also worth noting is that Piper allegedly thought the entity was a giant kangaroo moving around before he started recording. Of course, though, that's just one theory of many that people will inevitably have. So I'm curious, what are your theories? Be sure to let me know in the comments. Gut, ich habe jetzt nicht besonders viel gesehen, auch wenn ich die Augen zusammengekniffen habe. Ich habe einfach mal ausprobiert. Gut, irgendwas ist durch den Wald gegangen. Was es war, kann auch ein Mensch gewesen sein. Obwohl, das ist auch ein gruseliges Gefühl, wenn da ein Mensch so komisch durch den Wald läuft. Wer weiß, was wir da gefilmt haben. Entweder war es fake oder es ist ein Mensch aufgenommen worden. Die Bildqualität war auch überhaupt nicht gut, dass man jetzt sagen könnte, was war das, ne? Okay, machen wir weiter mit der 3. Over on YouTube, a man named Carlos Vallejos posted a video to his channel back in August of 2020, which shows him recording security camera footage from his computer that was filmed on the streets of the town of San Ramon, which is 130 kilometers away from the city of Santa Cruz in Bolivia. The video in question was filmed in the middle of the night and showcases an eerily dark and deserted street. Even if something else didn't happen, this street would be creepy enough to make this list. But don't worry, something does indeed happen. Watch this. 2:40, ahí estoy yo. Ahí clarito se ve una formita, ahí que ella está caminando. Aparece de ella bajito. Esto está grabado por mis cámaras de videoseguridad que dan hacia la calle, fíjense. Cómo camina, y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí viendo, lo estoy hablando por teléfono, lo estoy viendo y estoy quedándome queriendo grabarlo, pero no puedo. Y se mete a la casa, lleva como un poncho, lleva un chulo. Da wohnen aber auch Leute, ne? Miren cómo camina. Ja, ist wie eine Hexe oder so. Schon mal es como si fuese un niño. Ja, für mich sieht aus wie eine alte Frau. Miren cómo camina, lleva un chulo, miren cómo camina. Eine alte Frau mit Stock. Y se mete a la casa de la vecina, y ahí desaparece, le pierdo la pista. As you can see, some sort of a strange entity can be seen lurking around on the streets for an extended period of time, mostly throughout the entire duration of the footage. The figure in question seems to be extremely short in nature, and as a result of this, many people online have started to theorize that this may be an El Duende. For those of you guys who are unaware, an El Duende is a humanoid creature of mythology that has variants from Iberian, Ibero-American and Latin American civilizations. The word duende in Spanish is a contraction of the phrase dueño de casa, which means master of the house. It may have come from a similar mythical creature from Visigoth or Swabian culture, as it shares similarities with the Swedish word tomte, which is a mischievous spirit that lives in a house. So what do you guys think?
Do you think this creepy piece of security camera footage actually captured a real-life El Duende? Or was this something else entirely? I'll let you decide. Diese Aufnahme hat mich, bevor ich jetzt ankam, hat mich erst an was anderes erinnert. Ihr könnt gerne mal nachschauen in anderen Videos. Als wenn das gleiche Perspektive gewesen wäre, die gleiche Straße und die gleiche Kamera. So hatte ich das Gefühl, hatten wir schon mal was gesehen. Da ist wie so Nebel vorbeigeflogen. Und da habe ich damals gesagt, dass ich denke, dass es eine Staubwolke gewesen ist, die da vorbeigeflogen ist. Und genauso sah das jetzt die gleiche Kamera irgendwie aus und jetzt nur da am Wesen hergelaufen ist. Vielleicht vertue ich mich ja auch. Und jetzt kommen wir zu dem Video, was wir jetzt gesehen haben. Es sah für mich zuerst aus wie so eine alte Frau, die mit so einem Stock daher ging. Das fand ich noch gruseliger. Aber ein Kind, okay. Könnte es so ein Zwerg gewesen sein? Was wird man hier sagen? Hier würde man sagen, ein Kobold oder so. Könnte das sowas gewesen sein? Ich bin fraglich. Das ist eine unheimliche Aufnahme, wenn sie echt wäre. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, aber wenn es wirklich echt ist, dann glaube ich nicht, dass es ein Kobold ist. Vielleicht haben wir was anderes gefilmt. Ich bin eher so auf die Theorie mit der alten Hexe, die zu dem Haus gegangen ist. Oder so. Das finde ich noch viel gruseliger als den Gnom, würde ich sagen. Obwohl es ist eine seltsame Aufnahme. Ich will jetzt nicht sagen, es ist fake, aber ja, wir können nicht erklären, was es ist. Okay, wenn ihr es wisst, wisst ihr ja. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die 2 an. The YouTube channel Northern Paranormal Team UK posts video to their account, which sees them exploring a wide variety of abandoned and otherwise creepy places throughout their home of Manchester, England. As I'm sure you can expect, the team usually ends up exploring some legitimately unsettling places, but perhaps none of them are quite as unsettling as the time they explored this one creepy house. During this one part of the investigation, the team can be seen walking around the living room area and are talking to one another. Aber auch sehr gruselig. The cameraman pans the camera up, and it's right here in which this video gets absolutely terrifying. Take a look. Jeff Gannon's doing the K2 and he's got a couple of lights on it, you know, so we don't know. Yeah. Yeah, all we can do is just keep going past and say, whoa! Ist immer wieder gruselig. Did I just see something or am I imagining that? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. To me it looked like a face. A strange, ghostly face can be seen appearing very quickly before disappearing just moments later. The team notices this happening, and they are audibly freaked out by their discovery. However, they're not able to come into contact with this spirit a second time despite their efforts. This video is 6 months old, and yet it seems as though this bizarre mystery has yet to be solved. Will it ever be solved? Who knows? But one thing is for sure. The Northern Paranormal Team UK probably has this house on their list of scariest locations. Seht ihr, und hier haben wir jetzt nur das halbe Video gesehen. Das Video geht nämlich eigentlich noch weiter. Die gehen in den Hausflur, weil die das gesehen haben, gucken weiter, hören Geräusche von oben, gucken die Treppe hoch und oben guckt auch noch mal einer um die Ecke. Ne? Das ist jetzt nur das halbe Video gewesen. Deswegen ist es wirklich gut, wenn man sowas noch mal sieht. Ne? Also das war wirklich jetzt nur das halbe Video. Wenn ihr das volle Video sehen wollt, ich glaube 1, 2 Videos davor habe ich darauf reacted. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, wir haben nur die halbe Wahrheit gesehen, also das halbe Video sozusagen. Und ich wusste auch, dass die Fratze irgendwann kommt. Und trotzdem habe ich wieder, eklig, ne? Weil sowas kriegt mich immer, ihr wisst, Fratzen kriegen mich. Und ich bin immer noch der Meinung, das macht aber keinen Sinn, weil ich die Meinung habe vom letzten Mal. Und ich weiß sie ja noch. Und es macht aber keinen Sinn, wenn man nur das halbe Video sieht. Also ich bin der Überzeugung, dass irgendjemand vielleicht sogar im Haus war. Ein Obdachloser oder jemand, der die ärgern wollte. Eine andere menschliche Gestalt, die einfach um die Ecke geguckt hat und oben auch, die vielleicht heimlich im Haus war, hat sich da versteckt und wollte wirklich mal um die Ecke gucken. Oder wir haben was Paranormales gesehen, wir wissen es nicht. Aber ich finde krass, dass man dann ein Video teilt und dann sieht man nur eine Hälfte jetzt. Ne? Gut, dann kommt jetzt die 1 und ich bin ganz gespannt, ob noch richtig schön was Gruseliger auf uns zukommt. Und dann würde ich sagen, starten wir sofort rein und los geht's. Oh, das ist natürlich
A man named CJ, also known by his TikTok username ClacksAttacks, posted a video to his TikTok account back in June of 2021, which shows him walking around outside only to make a horrifying discovery. As soon as he walks outside, we are met with a normal sight, CJ's driveway with his car parked in it. Then he can be heard asking his dog Domino, "What is that?" after noticing that it's staring at something far off in the distance that he can't see. However, as it turns out, the thing the dog is staring at isn't so far away after all. Take a look behind the car. I don't know if you can see this. This is really weird. Domino, what is that? What the hell is that? Hey! If you look just closely enough, you can make out what appears to be some kind of a dark shadow figure walking behind the car before ultimately disappearing without a trace. In a follow-up video, CJ gives more context, stating that his dog usually likes to go outside, also sehen wir mehr, da ist noch etwas mehr dann da, okay. But there was something off-putting about that night, as we just saw. CJ says that he hasn't seen the strange entity since that night, but says that he's still not sure if it was a person or some kind of a ghostly apparition. Let's just hope that CJ and his beloved dog Domino can go back to living in peace. Okay. And that was 17 scary videos. Ja, ist auf jeden Fall, ich finde schon alleine die Vorstellung gruselig, wenn man so weit draußen wohnt, direkt an so einem Wald, ich könnte mir auch nicht so vorstellen, ne? Wenn man so wirklich so einsam wohnt, ich glaube, ich hätte auch selber Schiss. Vielleicht ist irgendjemand da rumgelaufen und wollte sich das Haus mal vom näher angucken, oder wir haben was wirklich Fieses gesehen, was aus dem Wald gekommen ist. Wir wissen nicht ganz genau. Kann man viel zu schlecht sehen, aber zum Glück war der Hund da und hat die Familie beschützt. Das ist immer gut. Ja, das war's schon wieder mit dem Video. Einen Daumen nach oben lassen wir natürlich da. Ja, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch haben die kleinen Videos gefallen. Es war nicht so ganz viel Gruseliges dabei, wo ich jetzt sagen würde, da kann ich diese Nacht nicht schlafen. Aber man kann nicht immer Glück haben. Manche Sachen kann man eben erklären. Vieles ist auch gefaked, aber dafür sind wir ja da. Wir wollen uns auch nur gruseln. Wir wollen ja auch gar nicht die Leute entlarven, die irgendwas faken. Wir wollen uns gruseln, wir wollen gruselige Videos sehen. Ich sehe meinen Senf dazu. Ihr guckt euch da gerne an und ich freue mich da immer drüber. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da und wie immer, lasst schöne Kommentare da oder auch mal die Glocke aktivieren für die, die auch neu sind. Aber die schönen Kommentare freue ich mich am meisten drüber. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich und ja, haut rein, schaut rein. Ich liebe euch. Ciao!